From nowhere to somewhere, Chichén Itza. It was one of the last capitals of the Mayan Empire and an important religious center from the 8th to the 12th century AD. The city stretches over 15 square kilometers, most of it still covered by jungle. Chichén Itza is dominated by the majestic pyramid of Kukulkan, the god of earth and sky, of fertility and reincarnation. Kukulkan means feathered serpent. In Chichén Itza, this serpent climbs down the 9 stairs each year on the spring and autumn equinox, casting its ribbled shadow on the walls of the northern side of the pyramid. The name Chichén Itza means at the edge of the well of the Itza and derives from the 2 cenotes around it. Was ich spannend finde, ist, dass die Maya hier tatsächlich relativ viele Zenoten hatten. Einige davon, oder ziemlich viele, sind gar nicht bis ans Grundwasser gekommen. Und daraus konnten sie dann nämlich landwirtschaftliche Höhlen machen. Die haben da quasi dann wirklich Kakao und andere Pflanzen drin gepflanzt. Unglaublich, dass sowas geht, aber ja, die wussten sich schon zu helfen. This cenote was used as a source for drinking water, but the other one gives away a less peaceful story. The ceremonial well was used for sacrifice. More than 50 skeletons have been found on its bottom, together with giant weapons and gold. Another setting of what seems to me as an extremely cruel aspect of Mayan culture is the ball-playing court. The goal of the game was to get a couchette ball through the holes in the sides of the arena, only with shoulders and hips. Spectators were able to watch the game from both sides, but the enormity of the arena and the height of the rings made it almost impossible to play the typical game in Chichén Itza. Here, it served political and religious purposes. It was to show off power and choose a sacrifice, someone who would be beheaded to appease the gods and ask for their blessing. Das ist einfach eine ganz andere Kultur. Klar, die Griechen hatten es total mit den Sklaven und die waren alles andere als gut, aber hier wurden halt wirklich Menschenopfer gebracht. Da gibt es diesen Platz, wo die Schädel der Gefangenen und die Schädel derjenigen, die hier auf diesem Ballplatz verloren hatten und ihren Kopf verloren haben, die wurden da ausgestellt, die Köpfe einfach mal. Also ja, das müssen sich hier reinziehen. Das ist so eine ganz andere Welt, das ist nicht meine Welt. Und ich merke gerade auch so, ich kann hier mit Chichén Itza nicht so viel anfangen. Death seems to be everywhere. And whereas the early Mayan priests shed only their own blood, in Chichén Itza, human sacrifice reached a climax. The true reason for this is deeply buried in the past. Maybe it was to suppress the people or to appease their gods, like Venus. The morning and evening star was closely observed from the Caracol, their observatory. Venus was to them another incarnation of their god, Kukulkan, the feathered serpent. The Mayans also chose their wars according to Venus, and the Temple of the Warriors is another indication of those wars the Mayas were fighting for political control over people and resources. Maya-Kultur ist wirklich schräg, immer wieder. Jetzt hier hatten sie gerade so Jaguare, die Herzen verspeisen. Was auch immer man damit ausdrücken will. Ich glaube, sowas würde man bei den Griechen nicht finden, oder bei den Römern. Also ganz anders. So langsam kriegt es mich. So langsam merke ich so, es hat was, es ist ganz cool. Es ist einfach vollkommen fremd, es ist eine komplett andere Welt. Ja, spannend. The longer I stay, the more I am impressed by the architecture and artwork. Also inzwischen bin ich echt begeistert. So, ja, je länger ich hier bleibe, umso cooler finde ich das. Das ist schon krass. Das war eine riesengroße Stadt und dieses System, wie diese Stadt einfach aufgebaut war, ist abgefahren. Es gab da diese Plattformen, die waren durch irgendwelche Straßen verbunden und dazwischen war, glaube ich, Landwirtschaft und Urwald oder so. Aber halt fantastisch, wirklich unglaublich beeindruckend, wie groß dieses Gelände ist und wie viele Gebäude es hier überall gibt. An jeder Ecke und die sind schon groß. Also ja, Ephesus ist mega geil, europäische Architektur ist großartig. Aber das hier ist halt auch schon irgendwie ein ganz besonderes Kaliber. Alle Achtung, je mehr ich sehe, umso besser finde ich es tatsächlich. And the nature has a lot to offer as well.
so geil. In Europa habe ich dann nicht nach irgendwelchen Echsen gesucht und es gab keine. Und hier, da hinten zum Beispiel, da sieht man sie, wenn man genau hinguckt, überall gibt es Echsen. Es muss nur so ein bisschen rascheln und dann kann man schon erahnen, da ist wieder eine. Leider darf man hier so nirgendwo rein. Ja? Es ist irgendwie alles abgesperrt, was ich mega schade finde. Wenn mich jetzt jemand hier so guckt, das sieht nämlich aus, als könnte man da reingehen. Aber ist leider nicht erlaubt. Finde ich ziemlich schade. Ich meine, ich verstehe es total. Die wollen das erhalten und wenn da Leute reinklettern würden, dann wird es natürlich kaputt gehen und die würden was kaputt machen und Sachen hinterlassen. Aber ich würde so gerne reinklettern. Schade, echt schade. It would be so interesting to know whether the buildings are as beautiful from the inside as from the outside. Es hat viel zu bieten. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Es bietet Einblicke in die Maya-Kultur, in eine Welt, die gerade für Europäer wirklich ganz einzigartig ist. Und wenn man sich darauf einlässt, aber es ist ein tolles Erlebnis. Also ich bin definitiv von, ja, geht so mittelmäßig hin zu, ja, geiler Ort, sollte man gemacht haben. Besonders wenn man nach Mexiko kommt. Ich fand's toll. Lost underneath the trees of a rainforest for hundreds of years, archaeologists have excavated some parts of this majestic city, so that we today at least get an idea of how it might have looked 1,000 years ago. But the true history and the knowledge about how the people have lived back then is still covered underneath the leaves of time and the years that went by. A mystery deeply buried in the past.